Okay Leute, jetzt kommt der Moment, auf den ich den ganzen Tag gewartet habe. Ich darf den neuen Porsche 992 GT3 fahren. Ob der wohl mein nächstes Traumauto ist und vielleicht auch mein nächstes Auto wird, das weiß man noch nicht. Das muss ich jetzt testen. Ich habe ja jetzt das erste Mal die Chance, mir den neuen GT3 mal genauer anzusehen. Deswegen schauen wir uns jetzt auch mal hier das neue, wirklich komplett neue Interieur an. Und ganz wichtig, Soundcheck wird auch noch gemacht. Hier einmal in der Farbe Shark Blue, glaube ich, so nennt sich die Farbe. Ich finde die Farbe mega. Ihr wisst, ich mag sowieso Blau an Autos. Hier auch überall blaue Nähte. Carbon findet sich hier wieder. Sehr, sehr schön. Die Sitze auch sehr, sehr schön. Ja, die sind jetzt, würde ich sagen, nicht so viel anders. Alter, ist die Bude laut. Schön finde ich aber, dass man überall diese blauen Nähte hier wieder findet. Auch wenn man mal ganz genau hinschaut, hier in dieser Lochsteppung oder wie man dazu sagt. Und natürlich auch, was nicht fehlen darf, das GT3-Stitching. Dann das Lenkrad, komplett Alcantara. Auch wieder sehr schön aufgeräumt, wie beim Vorgänger. Allerdings hat dieses Lenkrad hier schon ein bisschen Multifunktion. Dann haben wir einmal hier das Cockpit, welches halt wirklich komplett neu gestaltet wurde zum Vorgänger. Fangen wir einmal hier an mit dem Display. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen curved. Das kann man schön von oben sehen. Sehr viel digital, aber auch noch ganz minimal analog, damit es doch noch so ein bisschen Feeling vom alten GT3 hier gibt. Zündung natürlich wieder links, Porsche typisch, aber hier kommt kein Schlüssel mehr rein, sondern das ganze Ding ist einfach hier so ein, der erkennt halt, wenn der Schlüssel im Fahrzeug ist und dann dreht man einfach nur noch dieses Teil hier. Dann fängt das auch hier an zu leuchten, dann fängt auch das ganze Cockpit hier an zu leuchten. Man kann sich das Ganze wohl auch noch hier individuell einstellen. Dann gibt es hier einen Drive-Mode-Knopf direkt am Lenkrad, finde ich auch sehr gut. Wenn ich den betätige, dann switcht er zum Beispiel zwischen Sport, Normal und Track. Das finde ich sehr gut gemacht, dass es endlich mal am Lenkrad ist. Das hat mir beim Vorgänger immer so ein bisschen gefehlt. Da waren nämlich die Knöpfe für die Fahrmodi-Einstellungen, wie zum Beispiel PDK Sport, hier. Und ich finde, das hat so ein bisschen, oder lenkt mich bei meinem GT3S so ein bisschen vom Fahren ab, wenn ich hier runterschauen muss, um irgendwas an den Fahrmodi-Einstellungen einzustellen. Und das haben sie jetzt gut gemacht, denn entweder stellt man es hier ein, ich weiß nicht, wozu der Button ist. Okay, hier kann man auch nochmal irgendwie was, ja. Hier kann man das auch nochmal umstellen. Dann gibt es auch nochmal hier die Knöpfe für ESC Off und ESC und Traction Control Off. Die waren nämlich auch vorher hier. Ja, dann die nächste Änderung, einmal hier der Wählhebel, welcher jetzt komplett irgendwie so rund geworden ist. Das ist beim Vorgänger nicht so. Um die Gänge zu wechseln, muss man dann hier drauf drücken. Das finde ich ein bisschen unhandlich. Das finde ich beim Vorgänger ein bisschen handlicher, das ganze Teil. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ja, dann hier auch nochmal diverse Einstellungen, die jetzt halt, wenn man den Wählhebel jetzt einmal hier auf D-Position legt, auch gut zu erreichen sind. Für die Klimaanlage und so. Und dann haben wir natürlich auch hier noch ein Touch-Display, wo man auch nochmal diverse Sachen einstellen kann. Ich will jetzt nicht das gesamte Menü durchgehen, dafür fehlt mir heute leider die Zeit. Ja, das ganze Cockpit ist ziemlich aufgeräumt. Es gibt halt auch hier wie beim Vorgänger schön viel, naja, einigermaßen viel Carbon, sagen wir es mal so. Alcantara. Alles sehr, sehr schön gemacht. Hinten darf natürlich der Käfig nicht fehlen. Aber am allerwichtigsten finde ich jetzt tatsächlich den Soundcheck. Ich will mal wissen, wie das Ganze jetzt von außen klingt. Dafür starten wir den Wagen mal. Okay, also ich finde soundtechnisch von der Lautstärke her absolut noch in Ordnung, trotz OPF. Allerdings, irgendwie klingt er anders. Also er klingt jetzt irgendwie nicht mehr so GT3-typisch. Klar klingt er anders, weil es ist halt eben kein irgendwie 218er Modell mehr. Ich finde, der klingt so ein bisschen wie der GT2 jetzt, so wie mit Turbo-Unterstützung irgendwie. Also hat irgendwie einen anderen Klang. Aber was ich sehr schön finde, beim Fahren dreht er immer noch hoch bis 9000 Umdrehungen. Eine richtige Drehzahlorgel, würde mein kleiner Bruder jetzt sagen. Und wir schauen uns den natürlich auch noch mal von außen an. Auch hier gibt es Neuerungen. Einmal hier dieses durchgezogene Lichtband hier hinten. Der ganze Diffusor sieht irgendwie noch mal viel wuchtiger aus. Das Fahrzeug wirkt von hinten noch mal wesentlich breiter. Der Flügel ist jetzt aufgehangen.
Beim Vorgänger stand er quasi so und hier ist er jetzt aufgehangen. Das ist auch neu. War erstmal für mich gewöhnungsbedürftig. Als ich es jetzt das erste Mal live gesehen habe, muss ich sagen, nicht schlecht. Mir gefallen besonders die neuen Felgen. Die finde ich sehr, sehr schick, sehen sehr sportlich aus. Auch noch eine Neuerung ist hier der Türgriff, der hier komplett anliegt. Und wenn man ihn dann benutzen will, dann muss man hier so drunter und dann steht er so hervor. Ist natürlich auch nochmal gut für die Aerodynamik, wenn das Ganze richtig anliegt und da keine Luft irgendwie drunter zirkulieren kann. Auch von vorne die Lufteinlässe hier auf der Haube, die sind auch anders bzw. neu und auch so die komplette Front natürlich. Typisch 992 eben. So, es ist soweit. Es ist soweit. Was ich gerade merke, ist, dass die Lenkung krass agil ist. Jetzt im Gegensatz zum GT4 gerade muss ich einen viel geringeren Lenkeinschlag hier machen. Wahnsinn! Alter, ist das Ding agil. Wow, muss man echt aufpassen. Also, wenn man den Vorgänger halt sehr lang gewöhnt ist, so wie ich, dann sollte man sich hier erstmal so ein bisschen an die Lenkung rantasten. Weil es ist echt was anderes. Was richtig anderes. Soundtechnisch auch nochmal ganz anders als der Vorgänger, so von innen zumindest. Krass. Also wir fahren gerade mal ein, das ist die Einfahrrunde jetzt. Also da liegen nochmal Sprünge dazwischen von der Technik her. Also hier geht es nicht nur um die Optik. Also das ganze Handling von dem Wagen ist komplett anders geworden. Besser natürlich, würde ich sagen. Es ist halt so ein bisschen, ich sag mal, ich bin halt den Vorgänger gewöhnt. Natürlich ist das eine Umstellung, aber ich gehöre nicht zu der Sorte Mensch, die sagt, weil was Neues ist es doof. Nee, im Gegenteil. Also neue Fahrzeuge sind ja immer noch mal viel besser entwickelt und so. Ich muss mich halt noch so ein bisschen an diesen etwas anderen Klang gewöhnen. Das Handling des Lenkrads, also das Lenkrad ist so super empfindlich, das ist so krass. Dann Gas, Bremse, Porsche typisch, einfach nur perfekt. Ich finde sowieso, bei Porsche kann man lange nach Fehlern suchen. Ich habe bisher noch keinen gefunden. Vor allem nicht bei den GT-Modellen. Und bei so einem Event finde ich es ja halt gerade geil, dass man hier jetzt mal alle möglichen Porsche-Modelle durchtesten kann. Guck mal, ich bin jetzt vorher den GT4 gefahren und merke jetzt halt nochmal diesen krassen Unterschied vom GT4 zum GT3. Und auch gleichzeitig noch den Unterschied zum Taycan, also zum voll elektrischen Modell von Porsche. Das sind drei komplett unterschiedliche Fahrzeuge, aber trotzdem alle drei Porsche-typisch. Ich kann es gar nicht erklären. Also alle drei sind halt typisch Porsche, aber dennoch in der Fahrweise einfach komplett anders. Aber machen alle drei mega Laune. Ich höre kein Wort mehr von dem, was der Instruktor sagt. Ich fahre ihm einfach hinterher, wird schon richtig sein. Krass einfach nur. Er gibt gar nicht Vollgas hier, der Instruktor. Das Schöne ist, dass der Wagen einfach immer noch bis 9000 dreht. Das macht eine GT3 aus. Kaum zu fassen. Was soll ich sagen? Mir fehlen die Worte zu dem Wagen. Hat mich echt aus den Socken gehauen. Traumauto? Ja, definitiv. Definitiv Traumwagen. Performance-technisch nochmal definitiv eine Schippe oben drauf zum Vorgänger. Ich persönlich bin dann mal auf die RS-Version gespannt. Das wäre eventuell auch ein nächstes Auto für mich, weil ich habe mich jetzt einfach so an den RS gewöhnt, an diese brachiale Optik, dass ich mir halt denke, okay, ich warte dann noch auf den RS,
Aber GT3 würde ich definitiv auch nehmen. Ich bin absolut begeistert, was dieser Wagen kann. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch und dachte mir so, ja gut, bei neuen Modellen, ey, was will man da noch rausholen? Weil der Vorgänger einfach schon so dermaßen perfekt ist. Aber hier haben sie einfach nochmal eine Schippe oben drauf gesetzt. Respekt an Porsche. Ich muss sagen, der Wagen hat definitiv in meinen Augen den Test bestanden. Geiles Teil. So ihr Lieben, ich würde mal sagen, das ist doch die perfekte Ansicht, um sich zu verabschieden. Es war ein mega geiler Tag. Es hat einfach nur absolut Spaß gemacht. Porsche GT3, wie erwartet, ein absoluter Traumwagen. Auch die anderen Fahrzeuge haben mega viel Spaß gemacht. Wo man sich für so eine Porsche Experience anmelden kann, das findet ihr unten in der Beschreibung. Im Link, den habe ich da reingepackt. Und wo ihr dieses geile Shirt hier bestellen könnt. I eat losers for breakfast. Auch dazu habe ich einen Link zum Shop unten in die Beschreibung gepackt. Ich danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist ja schließlich kostenlos. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao.